Hey Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge in den Outer Worlds. Heute werden wir mal uns diese hässliche Stadt ein bisschen anschauen. Gucken, dass wir hier ein paar Quests machen, sorry. Und ein paar Nebenquests vielleicht noch finden. Zuallererst werden wir aber zu Nioka gehen. Denn die scheint die erste Anlaufstelle hier zu sein. Übersehe ich hier irgendwas? Ah ja. Da war auch noch eins gewesen. Oh. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Okay, Grim. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? Du wirkst überrascht. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. Was machen die da? You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic. Us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Ich bin Alex Hawthorne. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Ich gebe zu, das ist nicht das, was ich hier auf Monarch erwartet habe. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about raptidons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Willst du etwa sagen, der Vorstand hat hier über diesen Ort gelogen? Oh, sure. They make Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Ah, the nostalgic stench of home. Can't say I miss the day-to-day of living in Edgewater. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Okay, das ist hier wirklich so abgeschnitten. We don't get ship traffic in town. The only off-worlders who do make it out here are Sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Okay, dann schaue ich mich mal ein bisschen um. Mr. Sandra will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Kommt drauf an, worum geht's? I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next Sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Klar, ich frag mal nach. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Okay. Sam, VK, folgt mir. Warte mal. Schon mal hier bin. Ich mal wieder meinen Schrott verkaufen. Hab ich noch irgendwas, was ich kaufen möchte? Ich glaube, gerade brauche ich keine. Ich müsste noch genug von denen haben. Ich muss den VK mal kurz aufleveln. Mehr Fähigkeitsschaden. Ja, okay, komm, können wir machen. So, hat nur ein Level. Na gut. Gehen wir mal zum Yachtclub. Cooles Schwert. What are the chances of all the times and places we could have been born? Und die scheint echt größer zu sein, die Stadt. Ich freue mich auf Erkunden. Aber fangen wir hier vorne mal an. Das ist uninteressant.
Scheint uninteressant. Du bist Nyoka. Okay, ich will jetzt nichts klauen. Wir gucken uns trotzdem mal kurz hier um. Vielleicht gibt es noch irgendwas. Mit diesem Mac Dietrich. Den bestimmt keiner vermisst. Ist uninteressant. Du bist Maguire. Maguire. Tobey Maguire, alter Spider-Man, sieht ganz schön alt aus. Oh cool, danke. Enjoy. If you plan on sitting through Nyoka's stories, you might could use a few. I could use a few in telling them myself. Now what can I do for you? Du hast gesagt, ihr bekommt ja nicht oft Besucher zu Gesicht. Not since Amber Heights. These days we have more leaving than coming. Off to join the Iconoclasts or some such. Was ist mit Amber Heights? Bunch of marauders broke into the executive compound, slaughtered everyone. Corporations pulled out of Monarch not long after. I thought everyone knew. But then that was 10 years ago. Still feels fresh to us every time we look at our walls, though. Warum heißt dieser Ort der Yachtclub? Thought it had a fancy ring to it. Name's the first advertising anyone sees, after all. Gibt es hier überhaupt Yachten? Nope. But a man can dream. True. Wie gut kennst du Nyoka? Anyone who spends any amount of time in this bar is bound to get to know Nyoka. On account of her being here so often herself. And I don't mean that unkindly. Anyone who's rid us of as many beasts as you have is entitled to a few drinks. Something else I can do for you? Nein, danke. Ich gehe mal kurz da hoch. Sam, du stehst mir im Weg. Bist du? Du bist ja nur ein Bewohner. Uninteressant. 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 Roblader-Bediener. Du hast einen Namen. Hey, Caleb. New face, huh? You from Offworld? Jupp. Jupp, Captain Hawthorne von der Unreliable. A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider it an Ach, MSI schon wieder welcome. am Trinken. Voll gut. Why don't you grab a chair? Sit a spell and revel with us. Was feiert er hier? Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. Well, as long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. Okay, was könnte so schlimm sein, dass ihr die Arbeit dafür liegen lasst? It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits. And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor Velma goes on and on about quarterly profits and meeting quotas. But that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. Macht We Sinn. won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. Also mit Verhandlungen kenne ich mich gut aus. I wouldn't doubt it. You look like the type who tends to come out on top. Not like us cogs, trying to be the squeaky wheel but just getting deadlocked. It's been days, but Velma won't even hear us out. Maybe you could just make her listen to our demands. Ich frag mal. You would do that? We sure are lucky you decided to come up to the patio today. I knew drinking up here would be good for more than the view. Warte, was? Schöne Aussicht. Erzähl mir mal ein bisschen was von Sure Velma. thing. What did you want to discuss? Hast du einen Vorschlag, wie ich Velma unter Druck setzen kann? If I knew that, I'd have tried it. Talking reasonably got me nowhere. Maybe you'll fare better. The others wanted to blackmail her, but we're above that. Besides, them are just rumors. We got no proof they're true. Was denn da was? Gerüchte, Erpressung? I would never endorse such an untoward tactic, you know, but, well, there's rumors that Velma's taking a cut off the profits. Ja, solche Gerüchte gibt's So far, immer. it's just gossip, you know, but if there was any proof to be had, it'd be in the Saltuna warehouse, I reckon. Jo, bis dann.
Okay, schöne Aussicht. Ihr wart lange nicht mehr außerhalb dieser Mauern, oder? So, aber jetzt reden wir erstmal mit Nyoke. And the little Nyoka. bastard's slippery, right? On account of its blood. So it's sliding. All over the place. Trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. But I gotta get in there. Get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rapt out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Ich bin Jan. Schön, dich kennenzulernen. Ooh, charmer. Don't get a Ja, lot of bin that für meinen Charme around here. bekannt. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? Klar, noch eine Runde. Komm. Outstanding! What are you doing in Stellar Bay, stranger? Dich abfüllen. Man hat mir gesagt, du könntest mir helfen, einen Informationshändler zu finden. Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Kaffee. Klar, was brauchst du? Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't Steroid Coffee, okay. Steroid or caffeine somethings? Pills. Marktlücke gefunden. Very good. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch Klar, me ich one benutze and meinen we'll be Charme. all set. Ja, du meinst Kaffeinoid? Das Zeug ist nur ein Stimulanz. Eine Droge. Well, they work. We got a deal or what? You won't find a better deal in Halcyon than our special one-time offer for a refurbished sanitation unit. Remember, if it's dirty, it's a job for Sam. What in the... That thing talks? Das ist Sam. Es hält halt mit den Laden in Schuss. Ich hol jetzt mal deine Pillen. Okay. Aber wir gucken uns noch ein bisschen um. Wir suchen mal diesen Sanja. Auf jeden Fall den Typen, der hier anscheinend das Sagen hat. Mr. Nandi? Just make sure it's properly logged. I'll note it next to the others, sir. Fangen wir mit Celia an. Greetings. Hey, And welcome Celia. to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? Grimm hat mich gebeten, dich nach seinem Wurfballposter zu fragen. You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop bothering me about it a week ago. Das war's. I Flirtest du mit still mir? don't know anything about it. But if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. Alle Wege But führen zu I'll Velma. warn you, Grimm wore her patience thin a long time ago. Vorhin habe ich etwas von Geldproblemen erwähnt Not at all. gehört. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Ist es normal für dich, dein Geld für Raptidon-Teile auszugeben? Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really. Auch wenn es dir so wichtig ist, deine Bits zu verpulvern, könnte ich dir auch irgendeinen Schrott verkaufen. Oh, I don't need any of it. It's also I can talk to Sebastian. He doesn't get going about much else.
Sort of Ah, a strong, silent type. bin ich übrigens auch. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Bedien doch einfach mein Date. I couldn't. What if he says no? Was ist in diesem Universum nur Maybe you los? could ask him for me. I mean, a no would still be bad, but it won't be quite as embarrassing if you ask. Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. Halt, aber ich bin noch neugierig. Was findest du an Sebastian? He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body Es exercises. gibt den Leg Day wohl nicht. Aber Celia, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Meine zum Not Beispiel. in Stellar Bay. Ah, okay. Everyone else who isn't taken either smells like salt tuna or they're my boss. Besides, a man with a good smile and a proportionate upper to lower body ratio isn't something to pass up. Möchtest du wirklich mit jemandem zusammen sein, mit dem du nicht reden kannst? You think that's what I'm looking for? You're funny. Ja, höre ich oft. Naja, keine weiteren Fragen. Sorry, sometimes I get carried away. Glaube ich dir. Bis dann. So. Sanja, mein Freund. Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the loins? Oh Gott. You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Mhm. Das ist sehr großzügig von dir. Celia, will you make a note of that for my self-review? Very generous. Noted. But not Bin so ich hier generous I gelandet. can't drive a good bargain. Now, who sent you? Rizzo's, perhaps? Or Auntie Cleo herself? Naja, eigentlich habe ich mich selbst geschickt. Ich gehe dorthin, wo es mir beliebt. What a charming notion. One doesn't meet many free spirits in Alcyon. Not outside Tartarus prison, anyway. Forgive me, I'd be positively enraptured. Only, I take it this means you aren't here for Saltuna. Ich fürchte nicht. Oh, a shame. I'd been saving a bottle of iceberg-aged whiskey for an occasion like this. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Ja, aber wenn du nicht mehr an die anderen Konzerne gebunden bist, dann wieso willst du sie zurückholen? Surviving alone isn't as easy as it looks. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Ja, es hört sich so an, als ob du freier als irgendjemand sonst im Halschen bist. Wieso nimmst du es nicht einfach so, wie es ist? You talk like Graham. Freedom always sounds nice, doesn't it? It makes a rather pretty slogan. But if you sit down and tally up the costs, how you provide for yourself in the absence of aid, how you protect yourself from a hostile galaxy, it starts to lose its shine. Macht Sinn. Exactly. Intellectualism fuels the train to mankind's future, but the tracks the train runs on are forged from practicality. Yes, it's as though the good vicar has plucked the very words from my brain. Okay, ja, ist ein gutes Argument. Indeed. Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you.
Returning to the board is your only chance if you hope to survive here on Monarch. That doesn't mean it'll be easily achievable. Indeed not. No worthwhile plan was ever simple. That's what I always say. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. Naja, die Lady weiß, wie der Hase läuft. It's true. Our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other Führungsebene. company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach, and the first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Wie lange hast du gebraucht, um auf die Idee zu kommen, dass eure Stadt verteidigt werden muss? Not long, but the devil is always in the details. And the salient detail here is a Bolt 52 cartridge. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Also dieses Bolt 52 klingt praktisch. Oh, was ist das? Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. Naja, ganz ehrlich, wenn man in einer Welt voller Schusswaffen will man auch nicht mit dem Schwert kämpfen. Okay, und wenn du dieses Bolt 52 hast, was ist dann der andere Teil des Plans? I'll need to gather some supplemental materials, but I mustn't get ahead of myself. You do tend to do that. The Bolt 52 will be in the old arms building southwest of town, which used to be Gebäude. part of Stellar Bay before we had to move our walls in. And these days, it's overrun with marauders and raptidons. Okay, dann hole ich mal deinen Bolt 52. Do be careful. I've lost more than a few people to marauders and Nah. raptidons out there. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands. Das klingt interessant. Aber ich habe noch ein paar Fragen. What can I do for you? Ich habe Grimm, die Wache vom Landeplatz, getroffen. I see. And was his delivery of the MSI authorized greeting up to snuff? Der Typ ist ein Depp von Weltklasse. Nein, es war eine Glanzleistung. Well, that's excellent. I'll see that your feedback makes it into his review. What else can I do for you? Ja, das war's. Ich muss gehen. Was ist hier noch? Zeig mal. Okay, hier geht's raus. Hier geht's rein. Terminal benutzen. Wer bist du? Ein Manager. Das Terminal ist für geschäftliche Kommunikation, okay. Eine Zusammenfassung der Bedingungen in Stellar Bay. Die Produktivität ist seit der Abschwächung der alten MSI-Reglementierungen und Zugeständnisse an die Mitarbeiter wie beispielsweise Krankheits- und Urlaubstage, Reduzierung der Schichtlänge um 24,9 und 52,3% mehr positives Feedback weiter angestiegen. Die Fischereiproduktion hat sich dieses Jahr um 15,2% erhöht und setzt diesen Trend weiterhin fort. Das verringerte Wachstum im Vergleich zu den letzten Jahren ist wahrscheinlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Verschleiß und Verringerung der Arbeitsmoral, zwischenzeitliche Versorgungsausfälle und Verlust der Arbeiter und Plünderer 7,2%, Wildtiere 10,3% und Rekrutierung durch die Ikonoklasten 17,4%. Als Langzeitziel gilt weiterhin die Versöhnung mit dem Vorstand. Aktuell hat jedoch die Verteidigung der Stadt Vorrang. Die Reparatur der Beschädigung an den Stadtmauern verstehen schätzungsweise 32,8% des jährlichen Budgets, gut geschätzt. Die beste Lösung hierfür wäre eine deutlich erhöhte Zahl der Verteidiger und Waffenanlagen, was jedoch aufgrund der vorgenannten Faktoren und deren Auswirkungen auf die Einwohnerzahl eher unwahrscheinlich ist. Arbeitsslogans. MSI. Unsere Gewinnmargen sind stellar. Okay. MSI Saltuna. 43,28% nahrhafter als führende Marken. Stellar Bay. Ein erträgliches Wirtschaftszentrum in einer feindseligen und chaotischen Galaxie. Die sind alle nicht gut. Daran arbeitet ihr bitte noch. So, jetzt gucke ich aber erstmal. Gucken uns noch weiter in der Stadt um. Hier gibt es doch bestimmt noch andere Dinge zu erkunden und andere. Okay, was ist das? Ist ein Arbeiter.
mein Gott, ey. Wo laufe ich denn hier lang? Das ist eine schöne Aussicht. Naja, okay, doch nicht. Ich habe mich getäuscht, tut mir leid. Hier ist noch eine Tür. Erstmal alles öffnen und angucken. Du bist Velma, okay? Das ist schon mal wichtig. Ich glaube, dann werden wir uns mal kurz eine... Na. Mhm. Okay. So, wir gucken uns mal. Was bist du? Ah ja, genau. Das muss ich auch mit Velma machen. Dann reden wir auch mit Velma. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Wovon redest du da? Wer ist Catherine? Sorry. Seems I got my cables crossed. Thought you were another shakedown tough from Fallbrook. Nah. Hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Dein was? Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. Okay. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Kreative Arbeitszeiten, ja, finde ich gut. Bin ich auch für. Na, wenn du das sagst. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the Oh apartment. ja, klar. Quest immer her damit. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra jugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Ja, erst einmal müssen wir uns über Grimms Poster unterhalten. This again? I swear, this is the last time I contract for any special requests. You can tell Grimm his poster came in. You can also tell him I got a better offer for it. So now it's going to Nell. That about cover it? Wer ist Nell? She runs the betting parlor across the way. Nice professional lady. She asked me about the poster once. Just once. Made a real generous offer, too. Es geht also nur ums Geld. Damn right it is. Du gibst Grimms Poster einfach jemand anderem. Das hat er doch schon bezahlt, oder? No. I paid Sublight for it. So, it's mine. Okay. And when Nell pays me for it, it'll be hers. Grimm may have asked for the poster, but it's not his until I take his money. Okay, aber du hast dieses Poster noch, oder? It's staying locked up in my office until Nell shows with her money. Okay. Dann lass uns über was anderes reden. Fine by me. Ja, wer ist diese Catherine? Oh, Catherine, die du erwähnt hast, als ich reingekommen bin. Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like a ground six spacer. Und du erwähnt, dass Braxton Arzneimittel gestohlen hat. Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. Ist das And Gleiche. yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. Wie nett von dir, dass du ihn nicht angeschwärzt hast. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get this Altoona, fat and mostly tumor-free. Okay, und reden wir noch über Caleb. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to say. Tell him to complain to Catherine in Fallbrook. Ups, zu schnell No. gedrückt. Sublight's demanding more money for the same contracts, which means we're all in the same boat. Aber sie verrichten noch harte Arbeit, oder? Haben sie dafür nicht eine entsprechende Entlohnung verdient? Hard workers? They turn dials and flip switches. The machines do all the actual work. Na gut. Caleb and his crew have it better than anyone else around here, I'll tell you that much.
If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. I'm about ready to hire sublight contractors at this rate. Ich drücke immer zu schnell. But I bet you Caleb runs out of bits first. Then he'll Sorry, have to Leute. come back. Irgendwie drücke ich gerade einfach automatisch zu He says he's schnell. got a stash to tide his crew over. Could be he's all talk, but if the money's real, I bet you he keeps it at home, near the diner. Vielleicht könntest du Caleb auf halbem Weg entgegenkommen. For running me ragged while he takes an extended leave at the bar? Not on your life. Das sage ich jetzt noch nicht. Ich muss mir das Büro erstmal angucken. Fine by me. Vielleicht stimmt das gar nicht. Naja, wir reden später nochmal. Gucken uns jetzt mal kurz. Ja, wir gehen mal in ihr lustiges... in das lustige Büro von ihr. Also ich nehme an, dass es lustig ist, wie alle Büros. Voll lustig. Und, okay, so sieht der Fisch ganz normal aus. Ey. Kommt rein jetzt, wir wollen sie beklauen. Ach, ich krieg's gar nicht auf. Ich krieg es gar nicht auf. Aber wir gucken mehr rein. Dieses Terminal sind für geschäftliche, okay, persönliche Daten. Du hast Zugriff auf den persönlichen Daten. Aktivierung zu Hacken. Hacken. Bitte gib den Namen des Angestellten an, dessen Dateien du abfragen willst. Fangen wir mal mit B-Hash an. Projekts und Hash-Unterlagen sind gespickt mit Zuchttabellen für Saltuna, verschiedenen pharmakologischen Formeln und seinen Gedenken dazu, warum Saltuna Boast und Beans gegenüber einfacher Boast-Wort bevorzugen. Oh mein Gott. Das komische Namen. Wenn was persönliche Unterlagen sind, dann Summe aus Lieferverträgen, Bestellungen, Tabellen und Finanzübersichten. Bei einer genaueren Betrachtung ihrer Finanzen wird ersichtlich, dass sie die letzten Jahre über Stück für Stück Geld aus ihrem Verwaltungsbudget auf ihr persönliches Konto geleitet hat. Der Diebstahl wurde clever kaschiert. Einzelne Vorfälle könnten als Rundungsfehler oder einfache Rechenfehler durchgehen. Doch die schiere Menge der Vorfälle weist auf eine methodische Herangehensweise hin. Finde ich gut. Sie hat's getan. Wir lesen noch ihre Nachrichten. Braxton, die Fische im Tank 23a sehen ein wenig ungesund aus. Es ist in Ordnung, wenn du es nicht zur Arbeit schaffst, aber du musst es mir sagen, damit ich die Dosierung im Blick behalten kann. Guten Tag. Wir müssen wirklich über die Saltuna-Situation sprechen. Ich musste in den letzten 2 Monaten 4 Lieferungen im Lager verkommen lassen, weil wir keine Käufer finden konnten. Ich verstehe, dass uns die Sache mit dem Vorstand zu schaffen macht, aber wir müssen uns überlegen, wie wir Stella bei am Laufen halten, wenn die Verkaufszahlen nicht steigen. Brax, im Ernst jetzt, wo bist du? Du hast 3 Schichten verpasst. Selbst für dich wird es langsam lächerlich. Wahrscheinlich ist Braxton tot. Aber jetzt reden wir noch einmal kurz mit ihr. Packen wir die Schrotflinte aus. Ey, du. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. Ja. Ich bin nämlich nicht so freundlich. So. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ah, ich habe die Abrechnung gesehen. Du hast schon seit Jahren Geld abgezwackt. Du kannst es dir leisten, ihnen ein wenig mehr zu zahlen. Yeah, and did you miss the part where I'm working doubles to cover for everyone who decides not to show? No, anyway. Ironic, isn't it? I'm the one who keeps this place running. That money's mine, one way or another. Was wird Sanja wohl dazu sagen? Oder sagt Caleb nicht irgendwie... Ja, ich bedrohe sie noch nicht. Was sagt Caleb nicht irgendwie genau dasselbe? Fine. Tell Caleb he and his team can have their raise, but I need them back here immediately. Something else on your mind? Können wir uns nicht wegen Grimms Poster irgendwie einigen, komm. Sure can. If you want to pay me more than Nell's offering. Überzeugen, ja, machen wir das. Ich helfe dir doch, Braxton zu finden. Come on, ist dir das nichts wert? Sure. And once you finish helping me, then we can talk about the poster. Ja, das klingt gut.
That about cover it? Okay, dann so machen Fine wir by das. me. Aber, naja, suchen wir jetzt erstmal wieder eine schöne Aussicht. Okay, hier gibt es keine schönen Aussichten. Dupdi-dupdi-du, wie sieht's hier aus? Ah, doch, das ist okay. She's always cranky. So, als nächstes, das machen wir dann nächstes Mal. No, I mean, more for the usual. Oder, nee, komm, ich geb's jetzt noch ab. Wouldn't know. I made it Ich geb's jetzt noch ab. Es macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt noch mal kurz hinrenne. Hey, wer bist du? Mit dir rede ich aber erst beim nächsten Mal, Bennett. Erst einmal reden wir mit Caleb. Das Geschwister. Why don't you grab a chair? Sit a spell and revel with us. Ja, keine Pause. Ich muss aufnehmen. Müssen über Velma sprechen. Got an update for us? Ihr habt eure Gehaltserhöhung. How'd you manage that? Wait, never mind. If I question it, it'll turn out not to be true. Besides, I never follow how you got Velma to part ways with a bit card of her own accord. As agreed, here's your compensation. Ain't a lot, but I hope it shows how much we appreciate all you've done. Mhm. Now me and my friends here better get back to work before Velma blows a fuse. Ja, geht mal arbeiten. So, Bennett. Ich stelle mich schon mal hier hin, damit ich das nicht vergesse. Denn mit dem reden wir nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dann habt noch einen schönen Tag und macht es gut.